Hi, ich bin Tobias, Mitgründer von AWork und ich zeige euch AWork heute wirklich in aller Kürze. Als erstes, warum ist AWork für euch das perfekte Tool, wenn ihr viele Kundenprojekte gleichzeitig mit vielen Teams, vielen Personen, verschiedenen Skillsets jonglieren müsst und dann wahrscheinlich auch noch die Ressourcenplanung recht genau machen müsst. Das heißt, ihr müsst wissen, wer steht Montagmorgen für meinen Projekttermin zur Verfügung, aber ihr müsst auch wissen, habe ich in 3 Monaten noch genügend Designkappa frei? Dann ist AWork genau das richtige Produkt für euch. Inklusive der Zeiterfassung und dann der Übergabe an eure Agentursoftware oder euer Abrechnungstool. Da sind wir unschlagbar und dafür sind wir gebaut und das zeige ich euch jetzt mal in aller Kürze. Hier sehen wir jetzt erstmal mein AWork Dashboard. Das ist einfach nur ein kleiner Überblick zum Einstieg, aber wir schauen uns direkt die große Projektplanung an. Das heißt, ich gehe einfach hier im Hauptmenü mal rüber auf den Planer und dann sehe ich direkt, hier sind mehrere Projekte und Kampagnen über die nächsten Wochen und Monate bei mir eingeplant. Das ist so eine typische Jahresübersichtsplanung, die man auch mal mit Kunden zusammen machen kann. Ich habe mir hier also ein paar Projekte gefiltert. Hier kann man so verschiedene Filter setzen, um schnell die richtigen Projekte zu finden. Und wir wollen uns jetzt mal mit einem Projekt näher beschäftigen, nämlich mit der Launch-Kampagne Shop. Die begegnet uns gleich immer wieder. Und mich interessiert jetzt, wer arbeitet auf diesem Projekt, wie ausgelastet sind die Leute und ich möchte hier ein bisschen detailliertere Ressourcenplanung machen. Das kann ich sehr einfach machen, indem ich das Projekt anklicke und mir die Projekt-User anzeigen lasse. Ich mache uns mal hier ein bisschen Platz, das Hauptmenü mal weg. Die Aufgaben brauchen wir auch erstmal noch nicht. Kann man nämlich ein bisschen näher ranzoomen. Und jetzt sehe ich hier links in der Liste genau die User, die dieses Projektteam ausmachen, die ich also auf dieses Projekt besetzt habe mit verschiedenen Skills, verschiedenen Rollen. Da kommen wir gleich noch zu. Und in lila sehen wir die Auslastung, also wie viele Stunden und Tage sind diese Mitarbeitenden schon verplant und in der gestrichelten Linie die Kapazität. Man sieht auch zum Beispiel hier bei Liz, dass man nicht jeden Tag die gleiche Kapazität haben muss. Also sie hat jetzt hier zum Beispiel Donnerstag und Freitag jeweils nur einen halben Tag. Das könnt ihr also völlig frei festlegen. Und wenn wir uns hier mal mit der Maus über diesen Engpass-Uli hier bewegen, dann sieht man zusätzlich, dass sie zwar hier auf 2 Projekten verbucht ist, aber auch Ressourcen aus ihrem Google-Kalender verbucht sind. Das heißt, wir haben in der Regel den Google- oder Microsoft- oder Apple-Kalender verknüpft und darüber können wir die Auslastung und Verplanung sozusagen von allen Kalenderterminen mit einbeziehen, die ihr so habt. Das heißt, wenn ihr Kundentermine, externe Termine, interne Workshops und so weiter einfach nur in euren Kalendern habt, wird das trotzdem korrekt in AWork in der Ressourcenplanung berücksichtigt. Und nur so habt ihr auch eine Chance, die wirkliche belastbare Ressourcenplanung in AWork zu sehen und überhaupt zu sehen, egal in welchem Tool. Wir gucken jetzt mal ein bisschen genauer ein, wo Julie hier verplant ist. Da ist sie also auf anderen Projekten hier verplant, zum Beispiel auf dieser Yeah-Kampagne für 2026. Die ist so ein bisschen ausgegraut, weil wir uns ja jetzt gerade die Launch-Kampagne angucken. Und in der Tat, dort ist sie auch verplant, allerdings erst übernächste Woche zu einem Workshop zum Thema Content-Kreation über 8 Stunden. Genau. Soweit, so gut. So, und jetzt schauen wir mal in den Aufgaben dieses Projektes, die ich hier schon mal vorgefiltert habe, was soll denn noch gemacht werden? Und wie wir sehen, muss hier zum Beispiel noch so ein Video erstellt werden, Follow Me Around. Und das lassen wir jetzt vielleicht einfach mal Julie erstellen. Das muss bis zum 15. fertig sein, also nächste Woche. Das nehme ich mir also einfach per Drag and Drop und ziehe das hier rüber in die Timeline, lasse es da los. Das muss auch schon einen Tag früher fertig sein, zum 15. hatte ich doch gerade gesagt. Und jetzt haben wir hier noch keinen Aufwand eingeplant. Das heißt, wir sagen jetzt hier mal, da sind 2 Leute drauf. Insgesamt würde ich sagen, da müssen wir schon 35 Stunden drauf arbeiten. So, das plane ich jetzt einfach mal ein. Und jetzt sehe ich hier live, wie sich gerade die Auslastung angepasst hat und dass Julie jetzt auf jeden Fall auch am Montag und am Donnerstag hier ein Problem hat und jeweils irgendwie eine Stunde oder einmal 40 Minuten und einmal eine Stunde 40 überbucht ist. Das heißt, ich habe sie jetzt gerade wissentlich überbucht. Und das kann ich jetzt natürlich entweder ignorieren und sagen, ja, sorry, tut mir leid, Jahresstart ist halt viel los. Oder ich kann zum Beispiel drüber nachdenken, die Aufgabe einen Tag länger laufen zu lassen. Dann passt sich die Auslastung automatisch an und jetzt ist zumindest hier nur noch am Donnerstag irgendwie eine Stunde. Das wird sich schon irgendwie ausgehen. So kann ich also wirklich live in die Planung eingreifen. Ich hätte auch hier direkt sagen können, ich möchte eine andere Verteilung zwischen Jesse und Julie hier aufmachen und diese 4 Stunden, 4 Tage 38, die ich hier, oder 4,38 Tage, kann ich auch anders auf die beiden verteilen, wie ich das möchte. Also kann ich halt meine Ressourcenplanung hier lösen und dem ein bisschen entgegenkommen.
So, jetzt gehen wir mal ein bisschen detaillierter in dieses Projekt, weil die ganzen Aufgaben fallen ja nicht vom Himmel, die kommen aus einem konkreten Projekt. Ich öffne also mal die Launch-Kampagne hier im Detail und dann sehe ich schon, die hatten ein Briefing und so weiter und es gibt hier oben die verschiedenen Bereiche dieses Projektes, dieser Launch-Kampagne. Gehen wir also zum Beispiel mal rüber in die Aufgabenliste und da sehe ich jetzt wirklich sehr detailliert, dass in dieser Launch-Kampagne es ein paar Prioritätsthemen gibt, dann Strategie, Content, das nennt sich in A-Work Listen und in Listen werden die ganzen Aufgaben strukturiert und ich kann jetzt hier durch die Details dieser Aufgaben einfach durchklicken. Das eignet sich ganz super für einfach ein Teammeeting zum Beispiel, in dem man durch die verschiedenen Aufgaben durchgeht und innerhalb der Aufgaben habt ihr dann alle Details, könnt also hier Personen festlegen, könnt zum Beispiel hier auch nach Skills suchen. Ich kann hier auch nach Design oder Strategie suchen oder die Verfügbarkeit einblenden und sehe dann sofort, wer von den möglichen Teammitgliedern hat noch Zeit für diese Aufgabe. Und ich kann natürlich auch direkt auf den Aufgaben kommunizieren. Da kommen wir gleich noch zu. Und die Aufgaben gibt es nicht nur in diesen praktischen To-Do-Listen, sondern die gibt es natürlich auch für euch in einer Board-Ansicht, so ein klassisches Kanban-Board, wie es vielleicht einige von euch aus Trello oder so kennen. Und ihr könnt das Ganze natürlich auch in der Timeline euch anschauen, so ein bisschen wie so eine Gantt-Chart-Ansicht, wo ihr die verschiedenen Phasen einblenden könnt. Oder ihr könnt es auch noch kompakter sehen und hier per Drag and Drop die Zeitpläne eurer Projekte festlegen. Super einfach. Jetzt ist noch die Frage, wie kollaboriere ich denn jetzt hier mit zum Beispiel extern? Und ihr habt es eben schon gesehen, in den Projekten gibt es Projektteams, die habe ich hier festgelegt. Das ist ein relativ großes Projekt mit vielen Beteiligten und da sehen wir schon, die haben alle unterschiedliche Rollen und hier sehen wir auch schon, Karl Client ist mein Kunde, den ich hier direkt eingeladen habe, indem ich einfach auf externe User geklickt habe, die E-Mail-Adresse eingegeben habe und meinen Kunden eingeladen habe. Und externe User sind in A-Work für euch kostenfrei. Das heißt, ihr könnt Kunden, Freelancer und so weiter sehr präzise in A-Work auf eure Projekte besetzen. Und ich zeige das nur mal ganz kurz. Natürlich habt ihr mit den verschiedenen Rollen wie Kunde oder Freelancer auch die Möglichkeit, die Benutzerrechte externer User sehr, sehr präzise einzurichten. Das geht so weit, das habe ich ja eben schon mal gezeigt, dass man auf Aufgaben ja auch miteinander kommunizieren kann. Und wenn ihr hier einen Kommentar hinterlasst, dann könnt ihr auch entscheiden, ob diese Kommentare grundsätzlich von internen oder externen gesehen werden können, ob einzelne Aufgaben gesehen werden können. Da habt ihr also sehr, sehr präzise Steuermöglichkeiten. Und ihr könnt, jetzt gehen wir wieder einen Schritt weiter ins Detail, die Planung auch nicht nur im Projekt selber machen, sondern ihr könnt sogar bis runter in die Kalenderebene gehen. Und ich springe mal hier rüber auf meinen eigenen Kalender. Der lädt jetzt ganz kurz und die ganzen Termine, die jetzt hier eingetragen sind in meinen Kalender, sind wirklich aus meinem echten, in meinem Fall aus dem Testkalender, aus einem Google oder einem Microsoft-Kalender hier angezeigt. Und wenn ich jetzt hier auch wieder die Launch-Kampagne von eben öffne, dann kann ich jetzt hergehen und sagen, ich kümmere mich jetzt hier um mein Customer Journey und Funnel definieren. Das mache ich heute. So, das plane ich hier mal ein. Und meinen Design-Workshop, um den kümmere ich mich am Mittwoch. Das dauert auch ein bisschen länger. Und jetzt habe ich diese Zeitslots gerade wirklich auch in meinem echten Terminkalender blockiert. Und am Ende schließt sich der ganze Kreislauf jetzt wieder, denn ich kann mit einem Klick auf diese Aufgaben jetzt auch eine Zeitbuchung erstellen. Das heißt, ich habe jetzt gerade aus dieser Aufgabe eine Zeitbuchung erstellt, die ich jetzt hier sehe. Jetzt kann ich noch sagen, naja, ich habe leider eine halbe Stunde länger gebraucht, als geplant war. Und das Gleiche kann ich auch mit meinen Terminen aus dem Kalender machen. Einfach so mit einem Klick eine Zeitbuchung erstellen, das richtige Projekt auswählen und schon ist meine Zeit gebucht. Und darüber gibt es in A-Work dann natürlich auch wieder die passenden Berichte. Und je nachdem, welche Agentursoftware ihr verwendet, übertragen wir diese Zeitbuchungen auch direkt wieder zurück in euer kommerzielles System, damit ihr das Ganze abrechnen könnt. Und da schließt sich dann der Kreis. A-Work versteht Retainer, auch komplizierte Retainer mit Übertrag und so weiter. Das heißt, wir gehen wirklich den kompletten Weg von eurer Agentursoftware in die komplette Projektplanung und am Ende wieder zurück. Alles, was ihr gerade gesehen habt, könnt ihr als Vorlage speichern, damit ihr Projekte nicht jedes Mal neu erfinden müsst. Ihr könnt auch alte Projekte als Vorlagen speichern. Und natürlich könnt ihr jeden dieser Prozesse
von A-Work und von der A-Work AI unterstützen lassen. Das heißt, ihr könnt euch Projektpläne generieren lassen, Projektpläne schätzen lassen, ihr könnt Projektpläne verbessern lassen, Kunden Projektberichte erstellen lassen mit unserer AI, viele Projekte auf einmal bearbeiten, ihr könnt sogar Ressourcenplanungskonflikte lösen. All das direkt aus A-Work, da spart ihr euch das ganze Hin- und Her-Prompten und ihr könnt wesentlich mehr machen, als ihr das mit anderen AIs in Verbindung mit einem Projektmanagement-Tool machen könntet. Natürlich gibt es noch viel, 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 viel mehr zu zeigen. Am Ende ist das hier ja nur der allererste Eindruck, damit ihr euch ein bisschen zurechtfindet. Meldet euch bei uns, wir sind hier, um zu helfen. Wir zeigen euch gerne, wie ihr zusätzlich noch das Wissensmanagement mit A-Work macht oder sehr, sehr detaillierte, automatisierte Workflows anlegt. Würde uns freuen. Genau dafür sind wir da, damit ihr am Ende besser arbeiten könnt und auch das Gefühl habt, das System arbeitet für euch und nicht andersrum. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ganz, ganz viel Spaß beim kostenfreien Testen von A-Work und freue mich darauf, ein bisschen mehr von euch zu erfahren.